im Südosten Spaniens entdeckten im späten 19. Jahrhundert die beiden Bergbauingenieure Sierre die sogenannte El Agar-Kultur. Am gleichnamigen Fundort gruben sie Hunderte von Gräber aus. Viele dieser Gräber waren in Pittas-Bestattungen niedergelegt. Bei allen handelte es sich um Körpergräber. Sie gruben sowohl Frauen- als auch Männergräber mit zum Teil reichen Beigaben aus. Diese El Agar-Kultur ist vollkommen klar gegliedert. Es scheint sich um ein Staatswesen hierarchischer Ordnung zu handeln. Im Wesentlichen kommen 3 große Gruppen oder Klassen vor. Es gibt eine kleine Oberschicht, dann gibt es eine relativ breite Mittel- und eine ebenso breite Unterschicht. Es kann natürlich sein, dass es weitere ganz arme Menschen gab, etwa Sklaven, die möglicherweise überhaupt nicht bestattet wurden und sich der archäologischen Methode entziehen. Wenn wir uns nun die Oberschicht betrachten, Archäologen neigen dazu, weil diese über reiche Beigaben verfügen, so sehen wir hier, dass Männer und Frauen gleichwertig vertreten sind. Ja, dass sogar möglicherweise Frauen herrschen, ist denkbar. Wir finden nämlich Statussymbole bei Frauen, wie zum Beispiel diese silbernen Stirnbänder, allein 4 davon in diesem Gräberfeld El Agar. Sie sind aus Silber, das ist das wertvolle Material in der El Agar-Kultur, und sie scheinen alle aus einer Schmiedewerkstatt zu kommen. Also so eine Art Kronen, diese konnten so getragen werden wie hier, mit dem runden Fortsatz nach unten. Dann wäre sozusagen der Fortsatz wie bei einem Helm über der Nase zum Liegen gekommen oder nach oben gedreht wie eine Krone. Ganz spannend ist, dass nun durch die großartigen Grabungen von der Universität Barcelona unter Leitung von Roberto Risch ein weiteres solches Grab entdeckt wurde, und zwar in einem Palast, in einer sozusagen Bank, auf der man sitzen konnte, gleichsam eingemauert, befand sich das Doppelgrab eines Herrschers und einer Herrscherin, und auch die verfügte über solch eine Krone. Das heißt, wir haben es also hier mit herausgehobenen Personen zu tun. Wie das bei den Männergräbern aussieht, sehen wir in dem berühmten Grab von Fuente Alamo. Dieses verfügt über 2 Stabdolche und spannenderweise über einen goldenen Armring, ganz ungewöhnlich für El Agar, ein Symbol, das eigentlich hier in Mitteldeutschland, in Leubingen, in Helmsdorf von den Fürsten erfunden wird. Und das einmal mehr zeigt, dass El Agar mit Auniettitz eng zusammenhängt. Das gilt auch für die Stabdolche, das gilt für die goldenen Armringe, das gilt aber letztlich auch für die Hausarchitektur, wo wir plötzlich für Spanien ganz unüblich über absidiale Häuser, zwar in Teilen aus Stein, aber auch mit Pfosten verfügen. Dinge, die wir in Auniettitz bestens kennen. Und in Auniettitz treffen wir plötzlich Pittos-Gräber an, vor allem bei Kindern, etwas, das eine mediterrane Sitte ist und etwas, das in Auniettitz vollkommen und Mitteleuropa vollkommen unüblich ist. Was noch spannend ist, ist, dass wir große Befestigungen haben, wie in La Bastida, mit Infrastruktur und Wasserbecken. Dinge, die also die Macht zentralisieren. Man kann hier wahrscheinlich schon von Königen reden und, wie es die Kollegen in Spanien tun, von einem Staat, ähnlich wie wir dies jetzt inzwischen auch für die Aunititzer Gesellschaft zumindest erwägen. Das Spannende an der Gesellschaft von El Agar ist, dass sie anders agiert in ihrem Machtverhalten und ihren Siedlungsstrukturen als Auniettitz. Auniettitz verfügt über gleichwertige, egalitäre Siedlungen, die sich entlang der Flüsse erstrecken, wie in einem römischen Villensystem. Und offenbar scheint es an den Rändern, so wie bei Pömmelte, Großsiedlungen zu geben, möglicherweise mit einer Schutzfunktion durch die Armee oder im Herrschaftszentrum. Es scheint Männerhäuser zu geben, in denen sich die Krieger versammelten, die vielleicht ambivalent gleichzeitig auch dem Fürsten als Unterkunft dienten. Und hier in El Agar ist es völlig anders. Hier haben wir stadtartige Großsiedlungen. Wir haben richtig gehende Paläste der Herrscher, die auf hohen Bergen liegen. Und dort wird die Produktion
des Getreides, vor allem von Gerste, zentralisiert. Und dort werden sozusagen die Produkte gebracht und sie werden von dort wieder verteilt. Wir kennen normierte Vorratsgefäße und wir kennen durch die spanische Forschung die Formen der Distribution. Das heißt, man liefert ab und bekommt zugeteilt in einer Art Steuersystem. Wir wissen auch, dass die Gesellschaft Grenzen hat, ähnlich wie das in Aunjetitz der Fall hat, dass sie über lange Zeit über ein Gebiet herrschen und dass sie klare, immer wiederkehrende Repräsentationsmittel haben. Das heißt, Aunjetitz und El Agar sind, obwohl weit entfernt, in einer gewissen Weise ähnlich. Inzwischen hat man auch den ersten Bernstein in El Agar gefunden. Es kann also sein, dass sich mit den zukünftigen Forschungen die Verbindung El Agar, Aunjetitz sehr stark zeigen lässt. Wir sehen, Aunjetitz ist nicht nur mit dem östlichen Mittelmeer, Griechenland, Ägypten, Syrien, sondern auch ganz tief mit dem Westen verbunden. Hier scheint es sozusagen Zwillingsgesellschaften zu geben. Die zu erforschen wird wahnsinnig spannend und deshalb haben wir hier die beiden herausragenden Gräber dargestellt.